Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Neue Radarscans haben die archäologische Welt erschüttert und riesige unterirdische Strukturen unter Gizeh enthüllt, die der konventionellen Geschichte widersprechen. Könnte es sich um die verschollene Halle der Rekorde, eine uralte Energiemaschine oder um etwas viel Älteres handeln, das tief vergraben wurde, um verbotenes Wissen zu bewahren? In Deutschland sind die Foren voll mit Fragen. Ist dies das lange vermutete Vermächtnis einer vergessenen Zivilisation? Ein Überbleibsel von Atlantis oder ein Beweis dafür, dass die Ägypter auf etwas gebaut haben, das sie nicht ganz verstanden haben? Das Rätsel der Pyramide des Chefren. Seit über 4500 Jahren steht die Chefren-Pyramide wie ein stiller Wächter aus Stein, ein hoch aufragender Kalksteinriese, der über das Gizeh-Plateau wacht. Mit einer Höhe von 136 Metern ist sie die zweithöchste der großen ägyptischen Pyramiden und trägt in der Nähe des Gipfels immer noch Fragmente ihrer ursprünglichen polierten Verkleidung, die wie eine antike Rüstung glänzen. Für Archäologen schien die Pyramide des Chefren lange Zeit ein klarer Fall zu sein. Seit den 1800 Jahren fanden Forscher, die in das kalte Herz der Pyramide hinabstiegen, nur eine einzige, in den Fels gehauene Hauptkammer, schlicht, leer und mit einem zerbrochenen Granitsarkophag als einzigem Bewohner. Kein Labyrinth, keine geheimen Tunnels, kein Schatz. Als Giovanni Battista Belzoni 1818 zum ersten Mal in die Pyramide eindrang, wurde er von unheimlicher Stille und nacktem Stein begrüßt. Jahrhundertelang stuften Gelehrte die Pyramide des Chefren als monumentales, aber einfaches Königsgrab ein. Und doch passte etwas nicht zusammen. Denn das Gizeh-Plateau selbst ist alles andere als einfach. Rund um die Pyramide gibt es kryptische Schächte, versunkene Gräber und verwitterte Tempel. Und dann ist da noch die große Sphinx, die wie ein in Kalkstein gemeißeltes Rätsel neben Khafres Monument sitzt. Seit Generationen wird geflüstert, dass es unterirdische Tunnel, verborgene Bibliotheken und verlorene Kammern gibt, die unter der Erdoberfläche liegen. In den 1960er Jahren richtete der Physik-Nobelpreisträger Luis Alvarez sogar Detektoren für kosmische Strahlung auf den Kern von Chefren, in der Hoffnung, einen Blick auf das zu werfen, was der Stein verborgen hatte. Offiziell fand er nichts. Spätere Analysen ergaben jedoch, dass seine Scans möglicherweise nicht tief genug eingedrungen waren. Das Rätsel blieb bestehen. Während sich die Aufmerksamkeit in den 2010er Jahren auf die große Cheops-Pyramide verlagerte, wo die Myonentomographie einen mysteriösen Hohlraum über der großen Galerie enthüllte, blieb die Chefren-Pyramide ein dunkler, weitgehend unerforschter Monolith. Hunderte von Metern festen Gesteins blockierten alle weiteren Untersuchungen. Das heißt, bis das Khafre-Projekt ins Leben gerufen wurde. Unter der Leitung von Professor Corrado Malanga, einem abtrünnigen Chemiker mit einer Vorliebe für das Ungewöhnliche, und dem Radargenie Dr. Filippo Biondi, kam das Team auf eine radikale Idee. Was wäre, wenn das, was wir über der Erde sahen, nur die Spitze des Eisbergs war? Bewaffnet mit Scantechnik der nächsten Generation und seismisch verstärktem Radar machten sie sich daran, das Gizeh-Plateau Schicht für Schicht abzutragen. Was sie gefunden haben, könnte, wenn es sich bestätigt, alles, was wir über das alte Ägypten zu wissen glaubten, auf den Kopf stellen. Denn hinter der vertrauten Fassade der Chefren-Pyramide könnte etwas weitaus Gewaltigeres, Antiqueres und Erstaunlicheres lauern. Verborgene Kammern? Eine verlorene Stadt? Oder etwas, das die Alten nie finden wollten? Bleiben Sie dran, denn die Stille der Chefren-Pyramide könnte bald gebrochen werden. Radar vom Himmel, der SR-Durchbruch. Der Schlüssel zur potenziellen Entdeckung des Khafre-Projekts liegt im Synthetic Aperture Radar (SR), einer ursprünglich für die Fernerkundung und militärische Aufklärung entwickelten Technologie. Im Gegensatz zum herkömmlichen, von Archäologen verwendeten Bodenradar, bei dem Radargeräte über die Bodenoberfläche geschleppt werden müssen, werden bei SAR Radarimpulse von Satelliten oder Flugzeugen ausgestrahlt. Durch die Verarbeitung der zurückkehrenden Signale kann SR hochauflösende Bilder der Landschaft erzeugen, sogar durch Wolken oder Sand hindurch. Doch Malanga und Biondi gingen mit SAR noch einen Schritt weiter. Sie waren nicht nur an Oberflächenmerkmalen interessiert, sondern wollten auch den Untergrund sehen. Auf den ersten Blick klingt der Einsatz von Radar aus dem Weltraum zur Erkundung von Gesteinsschichten wie Science Fiction. Normalerweise dringen Radarwellen nur über eine begrenzte Strecke in trockenes, dichtes Material ein.
Die Forscher kombinierten jedoch SAR-Daten mit Doppler-Tomographie-Techniken und sogar mit den schwachen Erschütterungen der Erde. Wie Projektsprecherin Nicole Ciccolo erläuterte, nutzte das Team winzige Vibrationen aus natürlich vorkommenden seismischen Aktivitäten, um unterirdische Merkmale zu beleuchten. Während 2 Satelliten in 420 Meilen Höhe Radarsignale in Richtung der Pyramide sendeten, wurden die subtilen Echos und Interferenzen, die durch seismische Mikrobewegungen moduliert wurden, erfasst und mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen verarbeitet. Die Offenbarung: eine verborgene unterirdische Metropole. Das Ergebnis war eine Art 3D-Radar-Röntgenaufnahme des Bodens unter Chevron. Anstelle von einfachem Kalksteinfelsen zeigten die 3D-Bilder ausgedehnte unterirdische Strukturen. Darunter 5 mehrstöckige Bauwerke, die an den architektonischen Stil der Königskammer und der Entlastungskammern der großen Pyramide erinnern. Darüber hinaus beschrieb das Team 8 vertikale zylindrische Schächte, die sich etwa 650 Meter unter der Erde erstrecken, also fast eine halbe Meile, mit Wendeltreppen, die zu 2 kolossalen würfelförmigen Strukturen führen, die etwa 80 Meter pro Seite messen. Zur Veranschaulichung der Größenordnung: Das Empire State Building ist 443 Meter hoch, was diese angeblichen unterirdischen Zylinder noch höher und imposanter macht. Aber das ist noch nicht alles. Nicole Ciccolo stellte fest, dass es etwa 1 Kilometer unter der Basis der Pyramide weitere Kammern oder Strukturen geben könnte. Sollte diese Behauptung zutreffen, würde das Szenario wahrhaft epische Ausmaße annehmen und fast 1,2 Kilometer unter die Erde führen. Als Professor Malanga ein besonders auffälliges Bild vergrößerte, war er überzeugt, dass sich darunter etwas befindet, das man nur als echte unterirdische Stadt bezeichnen kann. Der Begriff Stadt mag übertrieben klingen, aber wenn man sich den Verbund, die vielen Gebäude, die miteinander verbundenen Korridore, die riesigen Schächte, die wie U-Bahn-Tunnel aussehen, und die massiven Kammern anschaut, ähnelt das Ganze tatsächlich einer bewusst angelegten städtischen Anlage. Um die Entdeckung zu visualisieren, stellte das CAFRE-Projekt dramatische 3D-Renderings zur Verfügung. Ein Bild zeigte eine gespenstische Perspektive der Chevron-Pyramide mit durchscheinenden Seiten, die labyrinthische Tunnel und Kammern enthüllten, die sich unter der Pyramide schlängeln, fast wie eine Ameisenkolonie unter einem Hügel. Eine andere Darstellung zeigte die spiralförmigen Brunnen im Querschnitt, die sich spiralförmig nach unten in die Dunkelheit bewegen. Diese digitalen Modelle, so erklärte das Team, waren Näherungswerte auf der Grundlage der Radartomographie, aber sie gaben der Welt einen ersten Eindruck davon, wie diese verborgenen Strukturen aussehen könnten. Öffentliche Faszination und Viral Firestorm. Die Behauptungen lösten unter Geschichtsbegeisterten sofort Begeisterung aus. Könnte es sich dabei um die sagenumwobene verlorene Stadt handeln, die einige unter Gizeh vermutet hatten? In den sozialen Medien häuften sich die Hashtags zu den Pyramiden. In einem viralen Beitrag wurde erklärt, dass die Megastruktur, die man gerade unter den Pyramiden von Gizeh gefunden hat, wahrscheinlich die wichtigste Entdeckung ist, die jemals zu unseren Lebzeiten gemacht wurde, wobei sich Ehrfurcht mit Übertreibung mischte. Die Welt stellte sich plötzlich eine antike Hochkultur mit hochentwickelten Ingenieuren und unvorstellbaren Schätzen vor, die in den kubischen Gewölben darunter versiegelt waren. Die Fakten der Entdeckung waren unglaublich genug, aber sie dienten auch als Zunder für ein Feuer von Spekulationen, das sich nun entzündete. Er ging noch weiter und bezeichnete die Vorstellung von einer riesigen Stadt unter den Pyramiden von Gizeh als eine gewaltige Übertreibung. Conyers wies darauf hin, dass es zwar kleine unterirdische Hohlräume wie Grabschächte oder natürliche Hohlräume geben könnte, dass aber die Existenz eines ganzen zusammenhängenden Stadtkomplexes ohne Präzedenzfall sei und an der Grenze der Glaubwürdigkeit liege. Es ist denkbar, dass sich unter den Pyramiden kleine Strukturen wie Schächte und Kammern befinden, die bereits vor dem Bau der Pyramiden existierten. Fragwürdig sei das Ausmaß dieser Behauptungen, erklärte er und verwies darauf, dass andere Kulturen, wie die Maya, Pyramiden über heiligen Höhlen errichteten. Im Grunde genommen sind kleinere Hohlräume unter einer Pyramide zwar möglich, aber der Teufel steckt im Detail. 8 riesige Schächte und miteinander verbundene Hallen sind eine andere Sache. Auch die Grenzen der SAR-Technologie wurden von Kritikern hervorgehoben. Herkömmliches SER eignet sich hervorragend für die Kartierung von Geländestrukturen und sogar für die
Identifizierung von oberflächlich vergrabenen Merkmalen wie Flussbetten oder Mauern in einigen Metern Tiefe. Doch wie Conyers und andere feststellten, verlieren Radarsignale in dichtem Material schnell an Stärke. Die Wirksamkeit von SAR nimmt in festen geologischen Formationen nach einigen Metern deutlich ab, bemerkte ein Experte trocken. Wie konnten Malanga und Biondi dann behaupten, Hunderte von Metern tief zu sehen? Die Antwort des Projekts ist ihre spezielle Dopplerverarbeitung und die Hilfe seismischer Schwingungen. Doch bis unabhängige Wissenschaftler die Daten überprüfen können, bleibt eine gesunde Skepsis. Die akademische Mauer und die Leugnung durch die Behörden. Die Tatsache, dass das Peer-Review-Verfahren noch nicht abgeschlossen war, war für das Projekt nicht hilfreich. Das Papier des Teams aus dem Jahr 2022 war bereits geprüft worden. Und selbst das hatte für Aufsehen gesorgt, weil es unorthodoxe Verweise auf Theorien enthielt. Die Ergebnisse für 2025 wurden jedoch auf einer Pressekonferenz in einem selbst veröffentlichten Bericht bekannt gegeben, der noch nicht von externen Experten geprüft worden war. Dr. Hussein Abdelbasir, Director des Altertumsmuseums in Alexandria, merkte an, dass jede echte wissenschaftliche Entdeckung im Bereich der Archäologie erst nach sorgfältiger Prüfung durch unabhängige Experten in einer zuverlässigen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht werden muss. Nach diesen Maßstäben sei die unterirdische Stadt von Chevron keine gesicherte Wissenschaft. Zumindest noch nicht. Der vielleicht schärfste Kritiker war Dr. Zahi Hawass, Ägyptens ehemaliger Minister für Altertümer und eine herausragende Persönlichkeit der Ägyptologie. Hawass hat jahrzehntelang in Gizeh geforscht und ist bekannt dafür, Ägyptens archäologisches Erbe zu schützen. Als die Nachricht von den SR-Scans in den Medien auftauchte, dementierte Hawass sie schnell und vehement. Er bezeichnete die Behauptungen als haltlos und ohne wissenschaftliche Beweise und beschuldigte die Autoren sogar, mit Fake News hausieren zu gehen, um das ägyptische Kulturerbe zu untergraben. Hawass behauptete, dass kein offizielles Projekt derartige Strukturen entdeckt habe und dass weder Radargeräte noch moderne Technologien eingesetzt worden seien, um angebliche Strukturen unter der Chefren-Pyramide in irgendeiner autorisierten Funktion zu entdecken. Aus Sicht der ägyptischen Behörden wurde im Grunde nichts dergleichen gefunden, weil keine sanktionierte Untersuchung es gefunden hatte. Was bedeutet, dass die Fernerkundung von Malanga ohne Überprüfung vor Ort nicht einmal als legitim angesehen werden kann. Hawass ging sogar so weit zu sagen, dass diese Gerüchte in den Mülleimer der Geschichte wandern werden. Wissenschaftler versus Skeptiker, das Datendilemma. Trotz der Skepsis von Seiten des Establishments hat das CAFRE-Projekt auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft seine Anhänger und Schaulustigen. Einige Geologen haben Interesse an einer Überprüfung der Rohdaten gezeigt, um zu sehen, ob natürliche geologische Formationen, widerhallende Kalksteinschichten, das Radar austricksen könnten. Andere räumen ein, dass die Daten zwar außergewöhnlich sind, aber ohne eine gründliche Analyse nicht von der Hand zu weisen sind. Die schiere Menge an Details, die das Team zur Verfügung gestellt hat, spezifische Tiefen, Formen und Verbindungen, deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um zufälliges Rauschen in den Signalen handelt. Es stellte sich die Frage, was wäre, wenn sie wirklich etwas entdeckt hätten? Nur eine gezielte Bodenwahrheit, wie Bohrungen oder endoskopische Kameras durch das Gestein, könnte die Existenz dieser Hohlräume bestätigen. Und das führt zur nächsten Hürde, der Genehmigung für die Ausgrabung. Dieses technische Hin und Her ist noch lange nicht entschieden. Die ägyptischen Behörden sind seit jeher zurückhaltend, wenn es um neue Ausgrabungen in Gizeh geht. Vor allem, wenn sie orthodoxe Ansichten in Frage stellen. Wie Nicole Ciccolo anmerkte, hofft das Team, eine physische Überprüfung durchführen zu können. Aber die Genehmigung für solche Untersuchungen zu erhalten, ist unglaublich schwierig. Der oberste Rat für Altertümer in Ägypten müsste jedes Eindringen in oder unter die Chefren-Pyramide freigeben. Angesichts der derzeitigen Haltung der Behörden scheint dies in nächster Zeit unwahrscheinlich zu sein. Die einzige Möglichkeit, die Echtheit der Entdeckungen zu beweisen, sind gezielte Ausgrabungen, so ein Experte. Und ironischerweise wird genau das vielleicht nicht so bald geschehen. Das Mysterium Chefren steht also in einem Spannungsverhältnis. Technologische Beweise liegen vor, aber keine physische Bestätigung. In der Zwischenzeit bleibt die öffentliche Meinung gespalten, wobei die aufgeschlossene Begeisterung durch Aufrufe zur Vorsicht gemildert wird. Ein Grund für die Faszination, die diese Geschichte auf die Öffentlichkeit ausübt.
ist die Tatsache, dass sie an die seit langem bestehenden Legenden über verborgene Kammern und verlorenes Wissen unter den ägyptischen Monumenten anknüpft. Als Malanga, Biyandi und Chicolo begannen, riesige Kammern unter der Erdoberfläche zu beschreiben, die von der Größe her mit den Pyramiden vergleichbar sind, wurden all jene hellhörig, die sich für die Geheimnisse der Antike interessieren. Der Sprecher des Projekts berief sich sogar auf den Namen der legendären Hallen von Amenti. Aber was sind die Hallen von Amenti? In der altägyptischen Mythologie kann sich Amenti auf den Westen beziehen, das Land der Toten, in dem Ra nachts reist. In mystischeren und moderneren Interpretationen, insbesondere in den sogenannten Smaragdtafeln von Tod, werden die Hallen von Amenti jedoch als tiefe unterirdische Kammern dargestellt, in denen Weisheit und vielleicht sogar das Bewusstsein großer Meister gespeichert sind. Der Legende nach waren diese Hallen unter dem Sand verborgen, bewacht und nur für erleuchtete Wesen zugänglich, indem Nicole Chicolo eine bemerkenswert starke Korrelation zwischen den neu kartierten Strukturen und den Hallen von Amenti herstellte, deutete sie an, dass die Entdeckung des Teams mit den alten mythischen Berichten über eine Unterweltbibliothek oder sogar einen Ort der Regeneration übereinstimmen könnte. Es war eine kühne und spekulative Verbindung, die Wissenschaft und Mythos effektiv miteinander vermischte. Für diejenigen, die schon immer geglaubt haben, dass die größten Geheimnisse Ägyptens unter der Erde liegen, war es eine Bestätigung dafür, dass solche Mythen in der Realität verwurzelt sein könnten. Atlantis und die Halle der Rekorde. Eine eng verwandte Legende ist die von der Halle der Aufzeichnungen, einem sagenumwobenen Archiv des Wissens, das Schriftrollen oder Tafeln aus Atlantis oder der Zeit der Götter enthalten soll und angeblich irgendwo in Gizeh versteckt sein soll, oft unter der großen Sphinx oder einer der Pyramiden. Diese Idee wurde im 20. Jahrhundert von Mystikern wie Edgar Cayce populär gemacht. Jahrelang suchten die Menschen nach der Halle der Rekorde. Einige behaupten sogar, die Sphinx habe eine hohle Kammer. Tatsächlich wurden unter der Sphinx kleine Hohlräume entdeckt, aber nichts, was einem Archiv gleichkäme. Die Ergebnisse des Khafre-Projekts wurden unweigerlich auch mit dieser Legende in Verbindung gebracht. Die Forscher selbst erwähnen in ihren Diskussionen die Halle der Aufzeichnungen und bringen die symmetrischen Schächte und massiven Hallen mit der Vorstellung von gespeichertem antiken Wissen in Verbindung. Insbesondere mit dem Gott Tod. Thoth, die ägyptische Gottheit der Weisheit, spielt in diesen Geschichten oft eine zentrale Rolle. Manchmal heißt es, er habe heilige Texte in unterirdischen Kammern versteckt, um sie vor Kataklysmen zu schützen. Das Wiederaufleben dieser Legenden im Lichte der Zohr-Entdeckung schafft eine berauschende Mischung aus Fakten und Folklore. Wenn es tatsächlich eine unterirdische Stadt gibt und sie eines Tages betreten wird, was könnte man dann dort finden? Einige spekulieren, dass es sich um ein Versteck mit antiken Schriftrollen oder Artefakten handeln könnte, die weit älter sind als das dynastische Ägypten und möglicherweise Details über eine verlorene Zivilisation enthalten. Natürlich sind solche Spekulationen schneller als Beweise, aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass Mythos und Realität manchmal auf überraschende Weise ineinandergreifen. Schließlich war Troja eine legendäre Stadt, bis sie tatsächlich gefunden wurde. Historische Anekdoten und weniger bekannte Ausgrabungen in der Umgebung von Gizeh, die auf unterirdische Anlagen hinweisen, tragen zur Mystik bei. In den späten 1930er Jahren berichtete der Archäologe Salim Hassan, dass er nördlich der Chefren-Pyramide große Tunnel und einen tiefen Schacht in der Nähe der Sphinx entdeckte, die er als Katakomben bezeichnete. Der sogenannte Osiris-Schacht, der später in den 1990er Jahren entdeckt wurde, erwies sich als ein mehrstöckiges, etwa 30 Meter tiefes Grab mit einer wassergefüllten unteren Kammer. Diese Entdeckungen waren real, aber von begrenztem Umfang, weit entfernt von einem 600 Meter tiefen Komplex, doch sie nährten die Vorstellung, dass das Gestein von Gizeh mehr Hohlräume enthält, als man erwarten könnte. Jeder kleine Fund hielt die Flamme der Spekulationen über die Jahrzehnte hinweg am Flackern. Fringe-Theorien und kosmische Zeitlinien. Jetzt, mit der Ankündigung von Malanga und Beyond, sind diese Flammen zu einem Freudenfeuer entbrannt. In Internetforen und Late-Night-Radio-Shows wurden Diskussionen geführt, die die Hallen von Amenti, Atlantis und sogar Außerirdische mit dem unterirdischen Netzwerk von Gizeh in Verbindung brachten. Professor Malangas eigener Hintergrund als UFO-Forscher, eine Tatsache, die von einigen Kritikern angemerkt wurde, fachte die Fantasie nur noch mehr an.
Während sich das Kernteam darauf beschränkt, die Ergebnisse der Scans zu beschreiben, schreckt es nicht davor zurück, großartige Möglichkeiten aufzuzeigen. Auf der Konferenz des CAFRE-Projekts spekulierte der Forscher Armando May sogar über ein Datum von 36.400 RTV für die Entstehung des Gizeh-Komplexes und brachte ihn mit der mythischen Herrschaft von Tod in Verbindung. Solche Ideen werden von der Mainstream-Wissenschaft als grenzwertig angesehen. Sie schreiben die Zeitlinien völlig um, finden aber bei denen Anklang, die vermuten, dass die offizielle Geschichte der Zivilisation unvollständig ist. In dieser Atmosphäre schreiten die wissenschaftlichen Interpretationen und die spekulativen Theorien Seite an Seite voran und spornen sich gegenseitig an. Die Daten haben uralte Legenden wiederbelebt. Und diese Legenden geben der Entdeckung einen fast epischen Rahmen. Es ist, als hätten die trockenen Fakten von Radarsignalen und Kalksteinschichten ein Portal zu einem Reich archetypischer menschlicher Wunder geöffnet. Der ewigen Suche nach verborgenem Wissen. Ob man nun die Existenz der Halle der Rekorde oder der Hallen von Amenti in Betracht zieht oder nicht. Es ist unbestreitbar, dass die Pyramide des Chefren noch nie so geheimnisvoll war wie heute. Der Boden, den Millionen von Touristen um diese Pyramide herum betreten haben, um routinemäßig Fotos zu machen, könnte etwas verbergen, von dem bisher nur in den Mythen geflüstert wurde. Die vielleicht tiefgreifendste Frage, die sich aus der Entdeckung des unterirdischen CAFRE ergibt, ist die nach dem Zweck der Pyramiden selbst. Wenn die Pyramiden auf einem gigantischen, von Menschenhand errichteten Komplex stehen, muss die traditionelle Sichtweise, wonach es sich um einfache Gräber mit einigen unterstützenden Tunneln handelt, möglicherweise grundlegend überdacht werden. Die Ergebnisse von Malanga und Biondi haben die Befürworter alternativer Theorien bestärkt, die seit langem argumentieren, dass die ägyptischen Pyramiden mehr als nur königliche Grabstätten waren. Jetzt haben sie das Gefühl, dass die wissenschaftlichen Daten endlich auf ihrer Seite sind. Eine Spekulation besagt, dass die Pyramiden und ihre neu entdeckten Unterstrukturen Teil eines hochentwickelten Maschinen- oder Energiesystems waren. Diese Idee ist nicht neu, sondern geht auf so berühmte Denker wie Nikola Tesla zurück. Tesla, der große Erfinder, soll von den Pyramiden fasziniert gewesen sein und einmal darüber nachgedacht haben, dass ihre Form und geografische Ausrichtung bedeuten könnten, dass sie auf irgendeine Weise die Energie der Erde anzapfen. Tesla hat zwar nie etwas derartiges bewiesen, aber die Vorstellung, dass die Pyramiden natürliche elektromagnetische oder tellurische Kräfte nutzen könnten, hat sich hartnäckig gehalten. In den 1990er Jahren machte der Ingenieur Christopher Dunn diese Vorstellung in seinem Buch The Geyser Power Plant populär. Er behauptete, dass die inneren Kammern der großen Pyramiden einen riesigen Stromgenerator bildeten, der seismische Schwingungen in Mikrowellenenergie umwandelte. Sie waren mit der Erde verbunden. Sie waren auf die Frequenzen der Erde abgestimmt und wandelten die Energien der Erde in elektromagnetische Energie um. Das beste Beispiel dafür ist die große Pyramide. Sie ist wahrscheinlich das präziseste Bauwerk auf dem Planeten. Dunns Theorie war weitgehend spekulativ, aber sie beruhte auf den präzisen architektonischen Merkmalen im Inneren der Cheops-Pyramide. Rohre, Strom oder Pumpen? Betrachten Sie nun den CAFRE-Komplex aus dieser Perspektive. 8 tiefe Schächte mit spiralförmigen Wegen, vielleicht um den Material- oder Personenfluss zu regulieren. Riesige Kammern, die etwas aufnehmen oder speichern konnten. Miteinander verbundene Tunnels. Es hört sich tatsächlich an wie die Rohre und Kammern einer riesigen Maschine. Könnte es sich um eine antike Wasserpumpstation handeln? Einige Wissenschaftler haben in der Vergangenheit vermutet, dass die Pyramiden eine Rolle bei der Wasserbewirtschaftung gespielt haben könnten, da der hohe Grundwasserspiegel des Nils direkt in Gizeh liegt. Die Tatsache, dass der Osiris-Schacht mit Wasser gefüllt ist, deutet auf eine Verbindung zum Wasser hin. Oder, was noch weiter hergeholt ist, auf eine Energiezentrale, die die natürliche Schwingungsenergie der Erde nutzte. Das Team des CAFRE-Projekts wies bei seiner Besprechung selbst darauf hin, dass die Entdeckungen mit Theorien übereinstimmen, die von Persönlichkeiten wie Nikola Tesla und Christopher Dunn in Bezug auf mechanische oder energetische Funktionen der Pyramiden aufgestellt wurden. Sie wiesen darauf hin, dass die neu entdeckte unterirdische Anlage mit der Idee übereinstimmt, dass die Pyramiden Teil einer antiken Maschine gewesen sein könnten, vielleicht ein Kraftwerk oder ein massives Zeremonialinstrument. Eine weitere Theorie, die durch den Fund wiederbelebt wurde, ist die Idee eines Initiations- oder Transformationskomplexes.
Einige alternative Historiker schlagen vor, dass die Pyramidenstrukturen sowohl über als auch unter der Erde entworfen wurden, um spirituelle Reisen zu ermöglichen. Vielleicht für Pharaonen, vielleicht für Priester oder sogar für Wesen von anderswo. Die große Tiefe könnte eine Reise in die Unterwelt symbolisieren und die Spitze der Pyramide eine Rückkehr ins Licht. Wenn es unter der Pyramide große Hohlräume gibt, könnte es sich um Kammern handeln, in denen bestimmte Rituale durchgeführt wurden, die auf die Sterne und die Erde ausgerichtet waren. Das Konzept klingt mystisch, aber wir wissen, dass die Ägypter dem Duat, der Unterwelt, eine große kosmologische Bedeutung beimaßen und Gräber bauten, die diese Reise widerspiegeln sollten. Vielleicht waren diese Hallen der Unterwelt buchstäbliche Bühnen für solche Riten, prädynastische Baumeister und ererbte Megastrukturen. Wenn das Team von Professor Corrado Malanga recht hat, handelt es sich nicht nur um eine Pyramide, sondern um die sichtbare Spitze von etwas, das viel älter, tiefer und unendlich viel komplexer ist. Den Radarscans des Khafre-Projekts zufolge könnten die unterirdischen Strukturen unter der Pyramide Zehntausende von Jahren älter sein als die Herrschaft von Khafre selbst. Das ist nicht nur alt, sondern auch vordynastisch. Wenn das stimmt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haben die Ägypter diese gigantischen Fundamente von einer untergegangenen Zivilisation geerbt, oder ihre technischen Fähigkeiten gingen weit über alles hinaus, was man sich vorher vorstellen konnte. Stellen Sie sich das vor. Spiralförmige Schächte führen mehr als 600 Meter in die Tiefe. Kolossale Kammern, fast so groß wie Bürotürme. Die präzise Anlage unter einem Monument gilt bereits als architektonisches Wunder. Das ist kein Grabau, das ist Infrastruktur. Oder etwas mehr. Die gängige Ägyptologie ist nach wie vor der Meinung, dass die Pyramiden um 2504 gebaut wurden. Doch Entdeckungen wie Göbekli Tepe, 12.000 Jahre alt und seit Jahrtausenden verschüttet, haben die Annahmen über die antike Technik bereits erschüttert. Könnte Gizeh der nächste Ort sein? Wenn es eine verborgene Stadt unter Chephren gibt, würde das jedes Lehrbuch umschreiben. Wir wären gezwungen zu fragen, wurden diese Pyramiden als Gräber gebaut? Oder wurden sie auf etwas gebaut, das nie gefunden werden sollte? Einige Theoretiker gehen davon aus, dass diese massiven Substrukturen nicht einfach nur Fundamente waren, sondern Teil einer vergessenen Maschine, eines uralten Energiesystems oder Initiationskomplexes. Das ist keine neue Idee. Nikola Tesla selbst war von den Pyramiden von Gizeh fasziniert und schlug einmal vor, dass sie die natürliche Energie der Erde nutzbar machen könnten. In den 1990er Jahren behauptete der Ingenieur Christopher Dunn, dass die große Pyramide wie ein Kraftwerk funktionierte. Damals klang das weit hergeholt. Heute vielleicht nicht mehr so sehr. Könnten die tiefen Schächte einem mechanischen oder vibrierenden Zweck gedient haben? Konnten sie Energie speichern, Wasser leiten oder waren sie zeremonielle Tore zur Unterwelt, die den Weg der Seele von der Dunkelheit zum Sternenlicht widerspiegeln sollten, so wie es die ägyptische Mythologie beschreibt? Wenn auch nur ein Bruchteil dieser Theorien wahr ist, sind die Implikationen atemberaubend. Das alte Ägypten könnte der Erbe und nicht der Urheber von Technologien und Traditionen gewesen sein, die von einer Zivilisation weitergegeben wurden, die aus der Geschichte verschwunden ist, aber in Legenden weiterlebt. Die sogenannten Hallen von Amenti, die lange Zeit als Mythos abgetan wurden, hallen nun lauter denn je. Doch so vielversprechend die Beweise auch sind, sie bleiben Radardaten, überzeugend, aber unbestätigt. Keine Ausgrabung, keine Kameraaufzeichnung, kein physisches Artefakt. Kritiker sind vorsichtig. Und das sollten sie auch sein. Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise. Aber die Sache ist noch nicht ausgestanden. Die Ergebnisse des Khafre-Projekts stoßen die Wissenschaft, die Mythologie und die öffentliche Vorstellungskraft in neue Bereiche vor. Selbst wenn sich die unterirdischen Strukturen als kleiner erweisen als behauptet, wurde die Tür aufgestoßen. Fernerkundung, seismische Aufnahmen und Hochfrequenzradar sind heute unverzichtbare Werkzeuge in der Archäologie. Und wenn Ägypten den Zugang gewährt, nur ein kleines Bohrloch, eine Kamerasonde, könnte das den Ausschlag geben, von der Spekulation zur Enthüllung überzugehen. Bis dahin hält die Hochebene von Gizeh den Atem an. Unter den Füßen der Touristen und den wachsamen Blicken der Sphinx schläft vielleicht noch etwas Uraltes. Vielleicht eine Bibliothek, vielleicht eine Maschine, vielleicht eine Warnung. Aber eines ist sicher, die Pyramiden sind noch nicht fertig damit, ihre Geschichte zu erzählen.
Wenn Sie von diesen Geheimnissen genauso fasziniert sind wie wir, klicken Sie auf den Gefällt mir-Button, abonnieren Sie diese Seite, um weitere verblüffende Geschichten aus Archäologie und Wissenschaft zu erfahren. Und vergessen Sie nicht, dieses Video mit allen zu teilen, die immer noch glauben, dass die Pyramiden nur Gräber sind. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.